Hallo, ich muss ganz ehrlich sagen, als diese Geschichte vor ein paar Wochen in England das erste Mal in den Zeitungen auftauchte, dachte ich, klassisches Sommerloch. Und mittlerweile hat es sich aber zu einem handfesten Skandal entwickelt. Ich rede um das Chaos bei Coutts. Die Bank ist Bankier zu der Königsfamilie und sie hat einem, Rechtsaußenpolitiker Nigel Farage das Konto gekündigt. Und mittlerweile gab es auch große Konsequenzen, nachdem es also lange in der Presse war. Die Vorstandsvorsitzende Alison Rose musste den Hut nehmen und nun muss auch der Chef von Coutts selber, Peter Flavel, auch zurücktreten. Sebastian, für die glücklichen Menschen, die nicht wissen, wer Nigel Farage ist und die auch von Coutts noch nie gehört haben, führe sie so ein bisschen in diese Thematik ein, die in England für Unterhaltung, aber auch für Entsetzen gesorgt hat. Genau, also Coutts ist eigentlich eine feine Privatbank, mit der wir auch mal wieder zu tun haben. Ja, man muss hier mindestens 1 Million Pfund anlegen oder eben eine Finanzierung zum Beispiel für eine Immobilie für 1 Million in Anspruch nehmen, was jetzt eigentlich für eine Privatbank, muss man sagen, nicht so besonders hoch ist. Ja. Und dann bekommt man sogar als Deutscher hier einen deutschsprachigen Relationship Manager und hat alle möglichen anderen Privilegien. Da müsst ihr einfach mal online danach suchen. Die organisieren da zum Beispiel Konzerttickets für Konzerte, wo es keine Tickets mehr gibt und so. Also der ist schon wirklich eigentlich ganz guter Service. So, also diese Bank, was macht sie nun? Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, sie ist auch Bankier des Königs und der verstorbenen Queen, schließt nun das Konto von Nigel Farage, dem Brexit-Papst und Putin-Versteher. Ich persönlich halte nicht viel von Farage. Ich finde ihn unterhaltsam, muss ich sagen. Also er ist nicht langweilig, wie viele andere Politiker. Er ist auch in den Medien aktiv, ja. Aber er ist ein Populist und er hat zum Teil wirklich unerträgliche Ansichten, insbesondere was eben Putin und auch EU-Bürger betrifft, die in UK leben. Und ich meine, was hier besonders hypocritical, also scheinheilig ist die Tatsache, dass er ja selbst Nachfahre einer französischen Hugenottenfamilie ist, die nach UK flüchtet. Der müsste eigentlich dort also größtes Verständnis haben. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Also, was passiert? Jemand in der Bank liegt an die Öffentlichkeit, und zwar an BBC und Financial Times, dass dieses Konto von Farage also jetzt nicht geschlossen wurde, wie er kolportierte, weil er ein politisch Andersdenkender ist und letztlich hier von der Bank rausgedrückt wurde von einer woken Kultur, sondern die Vorstandsvorsitzende liegt an die Presse, dass er letztlich sein Konto geschlossen bekommt, weil er nicht mehr genug Geld drauf hat und eben diese Minimalanforderungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, 1 Million Finanzierung oder Kapitalanlagen dort nicht mehr hat, denn die Finanzierung seines Hauses war abgelaufen. Sein Haus ist abbezahlt. Also es ist natürlich ein wirklich dickes Ding, muss man sagen, dass der Vorstandsvorsitzende einer Bank, die sich als Bank der Reichen versteht, so indiskret ist und einen Kunden so öffentlich bloßstellt und blamiert. Ja, also selbst die BBC war komplett von den Kopf gestoßen. Bevor die das veröffentlicht haben, haben die bei der Vorstandsvorsitzenden nach eigenen Angaben noch 3-mal nachgefragt, also können wir das wirklich veröffentlichen? Ich meine, das ist ja Datenschutz und so weiter, das ist alles mögliche geheim. Und die hat gesagt, veröffentlicht es einfach, ist nicht so schlimm. Ja, also unvorstellbarer Vorgang, komplette Inkompetenz. Ja, so. Nigel Farage nutzt dann die Datenschutzverordnung in UK, die eigentlich auf der EU-Datenschutzverordnung besteht, denn die wurde ja noch zu EU-Zeiten übernommen, fordert seine Akte von der Bank an. Diese ist 36 Seiten lang. Und was macht Nigel Farage? Natürlich veröffentlicht diese Akte. Damit hätte die Bank jetzt nie gerechnet. Ja. Und die ist voll von despektierlichen Äußerungen über den Nigel Farage. Ja. Also komplett. Wir werden gleich mal ein paar Dinge zitieren. Es wird also relativ schnell klar, dass die Kontoschließung nichts mit seinem Mangel an Vermögen zu tun hat, sondern eben andere Gründe hat. So, ich lese jetzt mal hier ein paar Zitate vor. Also, ich lese es auf Englisch vor. He is seen as a xenophobic and racist. He is considered by many to be a disingenuous grifter. Also, er wird als Fremdenfeind von vielen
gesehen und viele würden ihn bezeichnen als einen unehrlichen Betrüger. His publicly stated views were at odds with our position as an inclusive organization. Also seine öffentlich geäußerte Meinung widerspricht letztlich unserer inklusiven Organisation. The values Nigel Farage actively and publicly promotes do not align with the banks. Also die Werte, die Nigel Farage vertritt, sind nicht vereinbar mit jenen der Bank. Being associated with Nigel Farage presents a material and ongoing reputational risk to the bank. Mit Nigel Farage hier assoziiert zu sein, ist also ein Risiko für die Reputation der Bank. Da sage ich gleich noch was dazu, weil das schlägt wirklich dem Fass komplett im Großen aus. Das ist ja so komplett lächerlich. Ja. So, es folgen da noch weitere, wie gesagt, hier relativ abstruse Ausführungen. Da steht nämlich dann zum Beispiel drin, naja, also der wurde ja eigentlich nie verurteilt oder auch nur angeklagt für irgendwas. Ja, der hat nie letztlich hier war hier nie rechtsbrüchig oder sonst irgendwas, ja, aber dennoch, wir wollen eigentlich, dass er weggeht und im Grunde genommen, was wir jetzt sagen, wenn seine Hypothek dann tatsächlich ausläuft, sein Haus abbezahlt ist, dann nutzen wir das einfach als Vorwand letztlich, um ihn dann hier abzuschießen. So, diese Dinge stehen hier alle tatsächlich in diesen Akten drin. Man kann sich die anschauen, die sind wie gesagt veröffentlicht. Jetzt ist das natürlich so eine tricky Situation. Also wenn man mal die Frage, was die Privatsphäre und die Diskretion angeht, komplett zur Seite lässt, gibt es viele Menschen, die das gelesen haben und gesagt haben, ja, dem stimme ich komplett zu. Und es gibt ja auch viele öffentliche Bemerkungen, die dem Ganzen also das stimmt. Das werden jetzt viele Leute sagen. Was ist deine Einschätzung der Lage? Ist es denn okay, dass Coutts sagt, den schmeißen wir vor die Tür, dessen Geschäft wollen wir einfach nicht haben? Also grundsätzlich hat jedes Unternehmen in UK, wie in vielen Ländern auch, das Recht, sich seine Kunden selbst auszusuchen und hat das Recht, hier auch zu sagen, ich will dich, aber ich will nicht dich als Kunden haben. Dieses Recht hat jedes Unternehmen und auch die Banken. Aber es gibt dort verschiedene Kriterien, die hier ausgeschlossen sind. Also man darf jetzt hier nicht diskriminieren aufgrund von Rasse, Religion, sexueller Identität, Geschlecht oder eben auch politischer Überzeugung. Ja? Und wenn man sich die Kommentare der Bank anschaut, dann ist ganz klar, das der Grund, warum hier gegen Nigel Farage diskriminiert wurde. Ja? Es ist natürlich auch komplett unehrlich, was die Bank sagt, denn wenn man sich anschaut, was sie sonst noch für Kunden hat, ich sage jetzt nur 2 Beispiele, Sultan von Brunei und Prince Andrew, ja, der Freund hier bestimmter amerikanischer, inzwischen verstorbener Kinderschänder, dann ist das natürlich komplett lächerlich, hier von Reputational Risks, also von Risiken für die Reputation zu sprechen. Wenn diese gegeben sind, dann sind diese sowieso schon lange gegeben. Also ich denke ganz klar, die Bank hat hier Farage vor die Tür gesetzt, weil, wie gesagt, da gibt es eine gewisse woke-Mentalität und denen hat seine Nase nicht gepasst. Der Aufsichtsratsvorsitzende Howard Davies ist ein bekannter Erzremainer und Farage-Hasser. Dass dann auch noch das Top-Management hier Infos an die Presse geleakt hat und Respekt suggeriert hat, dass Farage letztlich nicht wohlhabend genug ist total unprofessionell, ja. Also ich meine, das ist so der typische Fall von wegen wie die Schlacht gewonnen, aber den Krieg verloren. Ja. Jetzt sind natürlich die Konsequenzen waren relativ zügig und es sind Köpfe gerollt. Vorsitzende mussten zurücktreten. Wie schätzt du die Lage ein? Genau, also ich kann hundertprozentig sagen, hundertprozentige Sicherheit, dass das bei anderen Banken nicht so gewesen wäre. Also Barclays oder HSBC wäre das auf keinen Fall passiert, dass dort in dem Umfang hier Köpfe gerollt wären. Ja, also das wäre doch nicht passiert. Aber erinnern wir uns an 2008. Damals hat ja hier die sogenannte Royal Bank of Scotland, die ja wiederum Eigentümer der NatWest ist, die ja wiederum Eigentümer von Coutts ist, ja, die hatten ja in den Jahren davor hier ziemlich wild gegambelt, alle möglichen
Risiken auf sich genommen und 2008 zum Beginn der sogenannten Financial Crisis dann natürlich alles implodiert und der britische Staat musste ein Bailout machen. Insgesamt 46 Milliarden Pfund. Das meiste davon ging an ABS und letztlich war dann der Steuerzahler zu 84% Eigentümer der Bank. Erst 2022 hat der Staat dann seine Beteiligung soweit abgestoßen, dass er kein Mehrheitseigner mehr ist, mit Verlust die Aktien verkauft. Ja. Der Staat hält immer noch 38% der Bank und ist somit der größte Aktionär und somit kann natürlich dann der Prime Minister Rishi Sunak hier relativ schnell das Top-Management feuern. Und man sagt, dass auch Howard Davies, der Aufsichtsratsvorsitzende, folgen könnte. Das ist der Grund, warum hier so durchgegriffen wurde, weil eben hier die Regierung über ihr riesiges Aktienportfolio letztlich hier direkt eingreifen kann. Jetzt, Sebastian, haben wir natürlich gesagt, es mussten Köpfe rollen und Alison Rose ist einer dieser Köpfe, der gerollt ist. Alison Rose ist eine der wenigen Frauen, die in England ein FTSE 100 Unternehmen leitet und das ist natürlich, das tut einem schon so ein bisschen im Herzen weh, als Frau vor allen Dingen. Ja, also ich stimme dir zu. Man muss ja sagen, dass Alison Rose letztlich ihre gesamte Karriere bei der Bank verbracht hat, seit Jahrzehnten bei der Bank ist. Es ist wirklich schwer zu verstehen. Es ist wirklich auch schwer zu verstehen, da sie ja gestanden hat, diejenige zu sein, die hier gegenüber BBC und Financial Times hier letztlich die Informationen geleakt hat. Es ist wirklich schwer zu verstehen, was sie da letztlich geritten hat. Ja, also ich meine, das ist tatsächlich eine traurige Episode und man kann auch hoffen, dass sie irgendwo anders wieder einen entsprechenden Job dann findet. Ja, aber also ja, vieles ist natürlich in gewisser Weise mysteriös. Ja. Ja. Und natürlich, man muss sagen, was wir vorhin auch gesagt haben, ja, also hier ist natürlich dann auch letztlich das Pech, dass hier der englische Staat, der britische Staat noch so einen großen Anteil hält. Ja. Ja. Und natürlich dann auch intervenieren kann, was bei anderen Banken sicherlich nicht so dann abgelaufen wäre. Du sagst mysteriös, da stimme ich dir vollkommen zu. Wer weiß, was sich da hinter geschlossenen Türen zugetragen hat, wie es zu dieser Situation kam. Vielleicht schreibt irgendjemand noch ein Buch oder einen netten Artikel bei Vanity Fair. Wir schauen alle drauf. Danke. Ja. Jetzt ist natürlich, was ist denn die Moral der Geschichte? Hier hat jemand, der viel Geld hat, sein Konto geschlossen bekommen und ein paar Leute, die auch sehr viel Geld haben, haben ihren Job verloren. Für mich als Otto-Normalverbraucher, was sind denn die Konsequenzen von so einer Situation? Genau, also man muss natürlich sagen, dass im UK die Banken schon seit Jahrzehnten Konten schließen ohne Begründung. Ja. Wir eröffnen hier Konten seit 2006 in UK, sowohl für Firmen als auch für natürliche Personen. Und wir haben das schon zigmal bei Mandanten erlebt. Ja. Interessanterweise zuletzt heute. Ja. So, da schickt die Bank einen Brief und sagt einfach hier sogenannte Commercial Decision, also betriebswirtschaftliche Gründe, wir wollen dich nicht mehr haben, du hast 30 Tage Zeit, dann wird das Konto geschlossen. Ja. Mittlerweile haben wir ein bisschen ein Gespür dafür entwickelt, was man darf, was man nicht darf, um solche Situationen zu verhindern, aber es passiert. Ja. Banken müssen nicht begründen, warum sie das Konto schließen. So. Les mal dazu nach, was online bei Revolut und Wise steht. Beides sind ja letztlich Unternehmen mit britischer Lizenz. Schau mal nach, was dein Trustpilot dazu steht. Und dann wird er das kalte Grausen bekommen. Das ist eine Katastrophe. Ja, so, also das ist eine Realität. Und jetzt eine gute Sache, ein sogenanntes Silver Lining, und auf Englisch sagt dieses ganzen Farage-Fiaskos, ist, dass es jetzt wahrscheinlich zu Gesetzesänderungen führen wird, die dann dafür sorgen, dass man 90 Tage Zeit hat, bis das Konto geschlossen wird. Und die Banken müssen nun erstmals auch eine Begründung geben. Und zwar eine Begründung, die in gewisser Weise aussagekräftig ist. Ja. Ja, warum das Konto geschlossen wurde, damit man dort auch konkret dann Einspruch erheben kann. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass die Geschichte ein gutes Ende nimmt, obwohl ich mir nicht so sicher, was ein gutes Ende in diesem Zusammenhang wäre. Zumindest für Verbraucher wäre es natürlich ganz nützlich, wenn man etwas länger Vorlauf bekäme, wenn man einem gesagt bekommt, das Konto wird geschlossen. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich gehe davon aus, dass einige Leute wahrscheinlich ein paar Sachen, die wir gesagt haben, für kontrovers empfinden, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, oder? Absolut, ja, genau. Super.
Vielen, vielen Dank, Sebastian. Ja. Die haben das komplett falsch gemacht. Ja. Die haben es komplett falsch gemacht. Also du musst ja sagen, im Grunde, wie sagt man so schön, keep your friends close, keep your enemies closer. Ja. Auf jeden Fall. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.